Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Klaus Stephan Dufner ist selbstständiger Digital Business Mentor und Gründer der ISDD GmbH. Seit über 2 Jahrzehnten unterstützt er Menschen und Unternehmen dabei, ihr skalierbares digitales Herzensbusiness aufzubauen. Und als Diplom-Informatiker kennt er die technische Seite und paart die mit Herzensenergie und 5D-Tools. Und was das bedeutet, das wird er uns gleich selber verraten. Aber zunächst mal erstens recht herzlich willkommen, lieber Klaus Stephan, hier im Panzerknacker Studio. Und die erste Frage an dich, wie immer an alle, ist die wichtigste. Wie geht's dir heute? Super, mir geht es super. Ich freue mich total auf das Interview mit dir. Lieber Markus, die Sonne scheint, ja, und bin gespannt auf die Fragen. Bei euch scheint die Sonne, bei uns auch tatsächlich ein bisschen. Geht so. Ich musste immer das Rollo runter machen, sonst haben wir hier einen Gegenlichtshot. Wer jetzt hier auf iTunes mit zuhört, kleiner Hinweis, seit einiger Zeit gibt's ja den Panzerknacker Podcast immer mit Video. Ihr könnt also, wenn ihr euch interessiert, wem diese tolle schwäbische Stimme gehört, auch auf YouTube einloggen und da könnt ihr nämlich dieses Interview sehen. Da seht ihr den Klaus Stephan und da seht ihr mich und da seht ihr, dass wir tatsächlich miteinander geredet haben. Okay, alles klar. Klaus Stephan, wir haben einen ganz interessanten Titel heute. Einerseits bist du Digital Business Mentor. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das heißt, du unterstützt Menschen dabei, einerseits selbstständig zu werden, andererseits im digitalen Bereich, andererseits, wenn sie selbstständig sind, sich auch ein bisschen zu skalieren und größer zu werden. Aber das machst du deswegen, weil du das extrem gut beherrschst, denn du lebst es seit 2 Jahrzehnten vor. Erklär doch mal kurz, was du tatsächlich machst, womit du dir ein Handelsbusiness in Deutschland, mitten in Deutschland aufgebaut hast und mit welchen Produkten du erfolgreich wirst, weil das finde ich immer noch sehr faszinierend. Ja, also zunächst noch, ich bin Badener, also kein Schwabe. Und Gott sei Dank. Also ich wohne in Schönwald, in Schönwald im Schwarzwald. Das ist ein kleines Schwarzwalddorf auf 1000 Meter wohne ich. Und ich habe 1997 mit einem Freund beim Volksfest, beim Bier, damals habe ich noch Bier getrunken, eine Firma gegründet, die ISDD GmbH. Und wir haben anfangs Websites erstellt für Gemeinden, Hotels, Unternehmen, circa 300 Websites. Und das war ja 1997 wirklich was Besonderes. Also da musste man ja dann, bis die Domain konnektiert war und die Webseite mit HTML wirklich mal schön ausgesehen hat. Das war wirklich nicht so einfach, das konnten damals nicht viele. Und 2004 haben wir dann durch Zufall die Internetadresse kuckucklogs.com erhalten. Also ein Kunde, der sein Business beendet hatte, hat aufgehört und die Adresse ist einfach bei uns gewesen, weil wir der Provider waren. Und eine amerikanische Firma hat uns dann $10.000 für diese Adresse geboten. Und da habe ich mich riesig gefreut und habe meiner Frau gesagt, so, wir kriegen jetzt $10.000, wir müssen nur diese Internetadresse verkaufen. Und dann hat sie gesagt, stopp. Wenn die Amerikaner euch $10.000 für diese Adresse bieten, dann könnt ihr doch auch etwas damit anfangen. Und ich habe überlegt, wir sind im Geburtsort der Kuckucksuhr in Schönwald im Schwarzwald. Wir haben die Adresse kuckucklogs.com und wir haben ja schon Shops erstellt für andere Unternehmen und sogar für einen Kuckucksuhrenhersteller. Und dann habe ich gemerkt, sie hat recht und wir haben dann unseren eigenen Shop erstellt und sind gestartet mit einem kleinen Sortiment. Ein Hersteller bei uns im Ort hat uns die ganzen Fotos zur Verfügung gestellt. Ja, und dann ging es ein paar Wochen und dann kam die erste Bestellung und so ging es los mit dem E-Commerce 2004. 2004 bereits. Heute ist es deutlich einfacher, einen Online-Shop zu erstellen. Das kann jeder für 30 € im Monat machen. Allerdings haben die meisten eben ein Problem, ihre Nische oder ihre Produkte zu finden. Jetzt mal die Frage an dich, ganz ehrlich. Stell dir vor, also an alle, der Klaus Stephan macht das bis heute und ich glaube, du bist der Größte inzwischen in ganz Deutschland oder sogar weltweit. Ja, wie man es sieht. Also ich sage, wir sind ein großes Unternehmen. Ja. Wir haben mehrfach 7-stelligen Jahresumsatz. Ich weiß jetzt nicht, ob wir der Größte sind. Also es gibt natürlich auch viele physische Stores, die also Souvenirläden vor Ort, die bestimmt noch einen besseren Umsatz haben wie wir. Aber wir sind sehr zufrieden und das macht uns große Freude. Jetzt muss man halt ganz klar sagen, ihr seid im Prinzip Amazon für Räuchermännchen, Kuckucksuhren, für was haben wir noch alles mit dabei? Standuhren.
Bierkrüge, Standuhren, Kuckucksuhren, Schwibbögen, also das ganze Thema Weihnachten, das Thema also Erzgebirge, dann natürlich Bierkrüge in aller Art, Kristallkrüge, Zinnkrüge und dann eben auch Kuckucksuhren, aber auch Wanduhren, also moderne Uhren haben wir auch genauso, also Stieluhren oder auch dann exotische Uhren mit Sonne, Mond und Sterne, Tellurium und so weiter, also wirklich, wo dann noch sehr viel Uhrmacherkunst drin steckt, haben wir auch im Angebot. Sehr, sehr geil, weil selbst ich, der sehr weit, glaube ich, aus bekannten Rahmen herausdenkt, ich wäre niemals drauf gekommen, dass das eine profitable und eine große und eine wertvolle Nische ist. Und du hast dich da bereits vor langer Zeit reingesetzt und beherrschst diese Nische. Das heißt, auch ganz Amazon gehört dir und ihr produziert das Zeug ja nicht selber, ne? Ihr lasst das herstellen und habt im Prinzip, du hast 2004, kann man sagen, ein Dropshipping-Business aufgebaut mit deutschen Herstellern mitten in Deutschland. Und jetzt bist du sogar hingegangen und bist der größte Anbieter auf Amazon. Ist das soweit richtig? Was Kuckucksuhren und so weiter angeht, Räuchermännchen und so weiter, Erzgebirge. Also ich denke, wir sind der größte oder der zweitgrößte, also je nachdem wie man es rechnet, aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs. Und wir haben es letztendlich geschafft, die Leute zu verbinden. Also es gibt die Hersteller hier bei uns im Wald, die ja die Kuckucksuhren machen und die ja dann das zu den Leuten bringen müssen und das aber ja selber dann auch nicht geschafft haben, weil letztendlich sind es ganz kleine Unternehmen, die sich auf ihre Produkte ja fokussieren und eigentlich ja nicht jetzt eine E-Commerce-Abteilung beschäftigen können oder wollen und das dann übernehmen. Das heißt, wir nehmen denen das letztendlich ab und haben da ja ganz tolle Partnerschaften über viele Jahrzehnte mit unseren Herstellern und ja, am Ende des Tages haben wir alle was davon. Nicht cool. Wenn ich dir jetzt alle deine Produkte wegnehme, du darfst mit den Produkten, mit denen du jetzt erfolgreich bist, nicht mehr arbeiten. Wo würdest du neue Produkte oder neue Nischen finden? Ja gut, ich würde Recherche machen im Internet. Wie? Ich würde, je nachdem, ob es Messen gibt, also wir haben sehr viel natürlich auch mit Messen gearbeitet, würde Messen besuchen, wenn es da die Möglichkeit gibt und würde dann halt schauen, zum einen, welche Produkte geeignet sind, also wichtig, also ein Tipp vielleicht von mir, wenn man Produkte nimmt, ist es natürlich schwierig mit sehr günstigen Produkten zu arbeiten, wenn es Produkte sind mit 5 Euro oder so, da muss natürlich sehr viele verschicken mit Dropshipping, bis du dann wirklich am Ende vom Tag was davon hast. Das müsstest du dann halt schauen, ob du das skalieren kannst. Auf der anderen Seite ein weiteres Kriterium ist natürlich dann Transport, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch so ankommt, wie du es verschickt hast. Wenn es natürlich sehr zerbrechliche Dinge sind, wie jetzt Gläser oder Keramik, da wäre es sicher sehr schwer, das um die ganze Welt zu schicken, könnte ich mir vorstellen. Also das sind so die Kriterien. Dann natürlich auch, wo wird es benötigt? Also bei der Kuckucksuhr ist es halt was ja im Ausland natürlich benötigt wird. Es gibt aber sicherlich auch Dinge aus dem Ausland, die wir jetzt in Deutschland gar nicht kennen oder gar nicht wollen. Dann also es kommt auch immer aufs Produkt drauf an. So. Und was ich sagen kann, also das, was wir hier aufgebaut haben, ist wirklich über Jahrzehnte entstanden. Also das ist nicht reich über Nacht, sondern es ist wirklich mit sehr viel Arbeit verbunden, auch mit sehr tiefem Branchenwissen. Also man muss, wenn man diese Produktbeschreibungen macht in 11 Sprachen, dann braucht man wirklich sehr lange, bis man eine Uhr oder ein Produkt so beschrieben hat, dass der Kunde dann auch versteht und entsprechend möchte. Also das ist schon ein Lebenswerk, sage ich mal, bis man alleine die ganzen Produktbeschreibungen von 5000 Artikeln in 11 Sprachen hat mit Fotos und mit Videos. Das ist nichts, was man mal an einem Wochenende so macht und das ist dann halt letztendlich das, warum wir vielleicht jetzt auch einen Vorsprung haben, weil wir halt sehr viel Zeit investiert haben in das Ganze. Aha. Jedes Mal, also Klaus-Stefan, wir haben ja in letzter Zeit schon ein paar Mal miteinander gesprochen und jedes Mal, wenn ich mit dir rede, bin ich auch auf deiner Webseite und gucke mir, deswegen schaue ich immer auf den anderen Monitor. Ich könnte schon wieder shoppen, ganz ehrlich, ich bin
Ich muss mich jedes Mal zurückhalten, dir hier nicht Hunderte von Euros zu schicken, während wir reden jedes Mal. Das ist wirklich eine geile Nische. Ich habe mal eine Frage an den Fachmann. Also ich bin ein großer Weihnachtsfan, deswegen bin ich hier genau die Zielgruppe. Ich könnte alles kaufen, was du da drauf hast. Du hast auch diese Nussknacker mit drauf. Meine Lieben, wir sind richtig bei Erzgebirge, Freunde, richtig? Nicht, dass ich jetzt die Konkurrenzseite aufgemacht habe. Okay. Nee, Erzgebirge Freude. Erzgebirgefreude. Erzgebirgefreude.de. Und jetzt alle, die hier auf YouTube sind, die dürfen jetzt den Bildschirm mitsehen. Ihr könnt auf YouTube kommen. Ich selbst habe auch so einen Nussknacker. Klaus Stefan, kann ich damit Nüsse knacken? Ja, natürlich. Ernsthaft? Also das funktioniert. Ich habe es mich noch nicht getraut. Aber was man natürlich wissen muss, wenn man das jahrelang macht, zum einen kann natürlich die Farbe etwas abblättern vom Nussknacker. Und wenn du dann spezielle Nüsse nimmst, die also sehr, sehr hart sind, also es gibt ja da Paranuss oder es gibt also spezielle Macadamia-Nuss und so weiter. Wenn man also so extreme Nüsse nimmt, da kann es wirklich passieren. Also wir haben auch schon Kunden gehabt, die wirklich es geschafft haben, dann den Nussknacker zu sprengen mit purer Gewalt. Aber wenn du jetzt eine normale Walnuss nimmst, die im mittleren Alter ist und du drückst ein bisschen drauf, dann kannst du das schon machen. Aber wie gesagt, meist ist halt so, wenn die Kinder noch dabei sind und plötzlich die Farbe weggeht vom Nussknacker, dann sind die halt nicht so erfreut und fangen vielleicht an zu weinen. Deshalb muss man sich gut überlegen, inwiefern man nutzen möchte, um auch damit zu knacken. Ja, verstehe ich. So, wir wissen jetzt, es ist ganz logisch, dass man nicht so groß wird, wenn man keine Ahnung davon hat, wenn man nicht die ganzen Höhen und Tiefen des Geschäfts durchlaufen hat. Und du hast jetzt vor schon längerer Zeit gesagt, ich begleite einfach auch andere Menschen mit einem Mentorship und ich bin bereit, den Leuten zu helfen und die auch mal ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Erzähl mal, wie läuft es bei dir ab? Wer kann zu dir kommen und kann sagen, ich möchte mich selbstständig machen, oder sollten die bereits irgendwas haben, sollten die ein eigenes Produkt haben und nur digital werden wollen, oder nach welchen Menschen kannst du helfen? Also eine große Zielgruppe sind Coaches und Therapeuten jeder Art. Sag mal, Coaches und Therapeuten haben ja ein gewisses Fachwissen, sind in der Regel offline unterwegs gewesen jahrelang. Also das heißt, sie sind in der Lage, Leute zu helfen und eine Veränderung herbeizuführen. Und jetzt kam ja plötzlich die Digitalisierung mit aller Kraft und die unterstütze ich auf dem Weg vom Offline-Coach zum Online-Coach. Und das mit allen Mitteln, dass sie am Ende des Mentorings ein gestandenes Online-Business haben. Und Online-Business bedeutet für mich jetzt nicht nur, dass sie dann über Zoom coachen, sondern dass sie Verkaufsprozesse automatisieren, dass sie E-Mail-Listen aufbauen, dass sie über Digistore24 und andere Plattformen automatisiert Verkäufe tätigen, dass sie Infoprodukte haben. Also das ist ein ganzer Blumenstrauß, wo wir gemeinsam ermitteln, was macht Sinn, was macht Spaß dem Mentee, und das setzen wir dann entsprechend um. Und am Schluss hat er dann eben ein gestandenes Online-Business, hat teilweise auch automatisierte Umsätze drin, also wo er wirklich dann nicht immer nur stundenlang in Anführungszeichen Leute beraten darf, sondern eventuell auch halt einfach Zuverkäufe hat und einen sichtbaren Expertenstatus dann entsprechend auch hat. Hierzu nutze ich natürlich dann auch noch meinen eigenen Podcast, um damit Reichweite zu generieren. Und eine zweite große Gruppe, das sind eben, ja, ich sage mal, alles Richtung Händler, ähnlich wie jetzt auch wir, wenn man einen Online-Shop aufbauen möchte. Also ich habe in den letzten Jahrzehnten nahezu alle Kuriositäten erlebt und auch Probleme, die es gibt. Ich habe eine kurze Anekdote von gestern Abend möchte ich erklären. Ja. Wir haben auf dem Anrufbeantworter einen Anruf gehabt von einem amerikanischen Kunden, den habe ich gestern Abend zurückgerufen. Ich dachte, er hat ein Problem mit seiner Kuckucksuhr. Jetzt hat er mir gesagt, er hat im Mai diesen Jahres eine große Uhr von uns erhalten und hatte das Problem, dass die Holzgewichte nicht dabei gewesen wären. Daraufhin haben wir ihm dann nochmal neue Holzgewichte zugeschickt und er hat jetzt die Uhr ausgepackt und richtig geschaut und er hat entdeckt, dass sie doch dabei waren, die Holzgewichte. Und er möchte jetzt
dass die Holzgewichte bezahlen, weil er kann es nicht mehr schlafen. Es hat ihm keine Ruhe gelassen, weil wir das ja nachgeliefert haben. Und er möchte jetzt gerne die Holzgewichte bezahlen, die wir ihm geschickt haben. Da habe ich ihm einen Sonderpreis gemacht. Er hat es bezahlt und es hat mich richtig gefreut und habe mich auch dann zigmal bei ihm bedankt. Also wie man wirklich auch dann nach dieser Zeit sich melden kann. Also sehr anständig und hat mich riesig gefreut. Oh, positives Beispiel und beiden geht's gut. Und vor allem, der kauft wieder. Ja, er ist Sammler. Also, okay. Hat er gesagt. Also er hat schon mehrere und also er war dann auch wirklich froh, dass wir es so gelöst haben. Und ich wollte auch nicht jetzt wirklich den regulären Preis berechnen, weil ich war wirklich total ergriffen, auch dass ein Mensch jetzt einfach anruft und sagt, hey, ihr bekommt Geld von uns. Das finde ich wirklich toll. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, eben auch neben der ganzen Technik, ist das Thema herzbasiertes Verkaufen. Mhm. Und da sehe ich, da sehe jetzt halt ich die große Zukunft. Es sind alles Menschen. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise eine E-Mail-Liste hat mit vielen tausend Leuten drin, dann verfallen viele irgendwo da rein, dass sie sagen, ja, das sind irgendwelche Zahlen und ich habe diesen Umsatz damit gemacht und so weiter. Nein, das sind alles Menschen in der Liste und es geht darum, dass man die wertschätzt und dass man denen ein schönes Angebot macht und vor allem etwas Gutes tun will und dann kommt man weiter im E-Commerce. Das heißt, immer den Mensch auch sehen, nicht nur die Zahlen und die Technik, sondern es geht immer darum, dass alle zufrieden sind und Spaß damit haben, auch mit dem, was man austauscht an Dienstleistungen. Ja, das ist schon mal die Grundenergie, mit der du dein Business aufbaust und das ist auch die Basis, eine ganz wichtige Basissäule, das ist der Grundstein, der notwendig ist, dass du langjährig im Geschäft bist. Natürlich kannst du Leute mit schlechter Energie, kannst du dann Geld wegnehmen, aber die kaufen nicht, die empfehlen dich nicht weiter, die kommen nicht wieder. Ja, das kannst du vielleicht ein Jahr machen oder 2, aber danach sind sie weg. Ja, wenn du langfristig dauerhaft am Markt bestehen möchtest, dann musst du das genauso machen, wie du das gerade beschrieben hast. Nämlich dich um die Menschen kümmern und ums Herz. So. Ja. Jetzt hast du mir die nächste Frage geklaut, denn ich wollte dich fragen, aber nee, eigentlich nicht. Was ist das Kurioseste, was du in den 20 Jahren erlebt hast? Ja gut, ich würde schon fast sagen, das gestern Abend, weil das war wirklich, cool. War ich wirklich ergriffen, dass er sich gemeldet hat und dann aber auch noch gesagt hat, er konnte nicht mehr schlafen und das hat ihn wirklich richtig beschäftigt und er war so froh, dass ich ihn zurückgerufen habe und er hat dann gesagt, ja, ich soll mehr verlangen und ich habe gesagt, nee, das Shipment übernehme ich und er kriegt einen Sonderpreis, weil ich war genauso, ich wollte einfach jetzt auch nicht jetzt da voll zuschlagen oder so, weil ich finde das so hoch anständig und habe einfach gesagt, wir machen jetzt da einfach einen Deal miteinander und dann sind alle zufrieden und gut ist und haben wir hinterher noch gesprochen, 10 Minuten, also es war ein richtig schönes Gespräch mit dem Kunden gestern Abend. Das ist und er hatte also so einen richtigen Südstaaten-Slang, also so manche Wörter waren wirklich... Die sind schwierig zu verstehen, die Jungs. Ja, also so Georgia, das war so richtig strange, aber es hat richtig Spaß gemacht und das sind dann die Momente, wo ich sage, ja, wegen dem mache ich das. Ich mache das nicht, damit ich jetzt irgendwie ganz, ganz viele, ich sage mal, anonyme Einheiten verkaufe, sondern dass die Leute wirklich Spaß haben, Freude haben und dass ja ein Connect da ist und sie wirklich richtig was Besonderes haben für viele Jahrzehnte dann im Wohnzimmer und alle das schätzen wie so ein Familienmitglied, die Kuckucksuhr und die Kinder kommen und warten schon, wenn der Kuckuck rauskommt und das finde ich eben toll. Das finde ich schön. Jetzt gehen wir mal trotzdem von der Herzenssache weg in die technische Ebene. Du hast dich ein bisschen bei Amazon eingearbeitet. Ist das richtig? Es ist ja nicht ganz einfach, bei Amazon Händler zu werden und es sauber zu machen und nach denen ihren Vorstellungen, also es ist ja fast gar nicht möglich, mit denen nicht anzuecken. Und jetzt kann man ganz vorsichtig sagen, du hast dich ein bisschen eingearbeitet. Man könnte aber auch sagen, du bist allerschwerster Profi, kennst fast schon interner und jeden dritten Mitarbeiter dort per Vornamen, ne? Ja, es ist so, eben ich und mein Geschäftspartner, mit dem ich das Geschäft zusammen betreibe, wir haben uns massiv mit Amazon beschäftigt. Er auf der programmtechnischen Ebene, das heißt, er
versteht, wie die Programme dort laufen. Und ich habe mich halt alles, was Oberflächen angeht, Regularien angeht, Strategien angeht, Marktplätze angeht, das habe ich mir alles angeeignet. Und man kann sich vorstellen, in diesen Jahrzehnten gibt es sehr, sehr viele E-Mails und Dinge, die neu sind und natürlich Ländergegebenheiten, wo man sich immer wieder schlau machen muss, wo man sich immer wieder anpassen muss. Und wir hatten eben auch das Glück, dass wir teilweise dann auch eben direkt aus Seattle betreut wurden bei verschiedenen Projekten oder auch Onboardings, wo sie uns dann an die Hand nehmen und Experten dann zur Seite stehen. Und das ist dann letztendlich ja ein Coaching oder Mentoring direkt von Amazon. Und das hat dann halt auch immer Freude gemacht. Und wichtig ist natürlich, dass man selbst bereit ist zu lernen. Also egal was man startet jetzt mit dem Online-Business, wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt für die Programme, für die Tools und dann natürlich auch immer schaut, wenn es Möglichkeiten, wenn es Webinare und so weiter gibt, dass man das halt alles auch nutzt und sich das aneignet. Also das ist ganz wichtig, dass man Wissen aufbaut, weil dann tut man sich eben leichter, wenn man immer nur reagiert. Also dass man dort zum Experten dann auch wird, wenn man dann sich entschieden hat, was man machen möchte. Wie komme ich überhaupt dazu, dass ich zu Webinaren von Amazon eingeladen werde? Gut, es sind verschiedene E-Mail-Listen. Also ich sage mal, es gibt immer wieder E-Mails, wo Webinare angeboten werden. Und wenn man da mal einmal drin ist, dann bekommt man die dann immer wieder. Und die kann man teilweise, werden die auch aufgezeichnet, wo man die dann entsprechend wieder anschauen kann, abspielen kann zu verschiedenen Themen. Ja. Das ist jetzt eine Entwicklung, die jetzt in den letzten Jahren erst kam. Also früher gab es das alles nicht. Da musstest du halt Tickets machen und einfach schauen, dass es gelöst wurde und dann halt daraus dann lernen oder halt dann auf den Hilfeseiten dich durchkämpfen. Was ist die größte Eigenschaft, die ein Unternehmer deiner Meinung nach mitbringen muss? Durchhaltevermögen, also wirklich Durchhaltevermögen und Vertrauen. Also dass man wirklich auch, wenn es mal nicht so läuft, Vertrauen hat in sich, in seine Produkte, in sein Geschäftsmodell und in seine Vision und den Weg dann wirklich bis zum Ende geht, bis es wieder besser wird. Und was man natürlich noch machen kann, ist das Anpassen, dass man dann leichte Kurskorrekturen halt macht, wenn man merkt, okay, es geht jetzt so nicht mehr weiter, dann muss ich mich ein Stück weit anpassen. Aber das Allerschlimmste, was man machen kann, ist einfach aufhören. Also das möchte ich euch wirklich mitgeben, wenn ihr irgendwas beginnt oder vielleicht jetzt auch eine gewisse Zeit macht und es kommen Probleme oder es wird zäh. Nicht einfach aufhören. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, weil ihr werft alles weg, die ganze Energie, alles, was ihr reingesteckt habt, ist für die Katz. Und wenn ihr dann was Neues beginnt, dann müsst ihr ja noch tiefer anfangen, wieder ganz, ganz von vorne. Und ihr habt natürlich dann auch das Problem mit der Motivation, dass er sagt, okay, das hat jetzt schon mal nicht geklappt, beim zweiten Mal weiß ich jetzt auch nicht so wirklich. Also bitte, bitte bleibt dran, wenn ihr das Gefühl habt, das funktioniert. Dann ist gut, wenn es mal zäher wird, dann schaut, ob ihr es anpassen könnt, aber bleibt dran, geht den Weg bis zum Schluss, bloß nicht aufhören. Sehr wichtig. Das deckt sich auch mit dem, was ich in den letzten Jahren bei meinen Coaches festgestellt habe. Die kommen zu mir, sagen, Markus, ich möchte mich nebenberuflich selbstständig machen oder ich bin jetzt arbeitslos geworden, ich bin im Lockdown, whatever. Ich möchte etwas tun. Und die erste Frage, die ich denen stelle, ist, was hast du denn bisher getan? Ja, das will ich nicht mehr machen. Ich sage, nein, das war ja nicht die Frage, ist ja okay. Aber was hast du denn bisher getan? Ja, das und das. Und dann stelle ich sag's dir, Klaus-Stefan, zu 90% stelle ich fest, die sitzen auf einer Goldgrube, ja, sind aber wieder der Fisch im Wasser. Wenn du einen Fisch im Wasser im Aquarium fragst, was ist das Wichtigste für dich, dann sagt er die Steine und der Futterautomat und da vorne gibt's Sauerstoff und die anderen Fische und das ist alles wichtig für ihn, weil das sind Sachen, die er sehen kann. Aber das Wichtigste für ihn, für einen Fisch im Wasser, ist das Wasser, das ihn umgibt, ja, so wie für uns den Sauerstoff. Und der Fisch im Wasser sieht das Wasser eben nicht, das sehen wir von außen. Und da muss ich die Leute auch immer wieder drauf stoßen. Schau mal, da hast du Energie reingesteckt, da hast du Fachwissen, jahrelang hast du Fachwissen angesammelt. Da bist du Fachmann und andere Menschen bezahlen jetzt schon deinen Boss dafür, dass du denen das Problem löst. Würdest du dich jetzt in dieser Richtung selbstständig machen? Ja, mit Coachings, mit Lernen, mit whatever. Dann könnte es ja tendenziell sein, dass du relativ schnell einen Fachexpertenstatus kriegst. Ne? Auch hier
nicht aufgeben, nicht aufhören. Hört auf, Milchkühe schlachten zu wollen, weil euch vielleicht ein Schwein besser schmeckt. Das stimmt nicht. Melkt die Kuh vernünftig und schenkt nicht eure Milch her. Aber jetzt will ich ja nicht anfangen, hier zu coachen. Wie kann man sich bei dir melden, wenn man sagt, ich habe etwas und ich möchte mit dir in Kontakt kommen? Also am besten direkt auf meine Homepage gehen unter klausstefandufner.com. Dort gibt es die Möglichkeit, ein Strategiegespräch mit mir zu buchen. Das sind 20 Minuten über Zoom, wo ich einfach schaue, wo steht die Person, wo möchte sie hin, was sind die ersten Schritte, die wir gehen können und auch uns kennenlernen. Und anschließend können wir gemeinsam ein Coaching oder Mentoring buchen, wo es dann wirklich darum geht, das alles umzusetzen, Schritt für Schritt, die ganzen Strategien und wirklich ein fantastisches Unternehmen aufzubauen, was auch automatisiert funktioniert, wo es nicht nur darum geht, dass man jeden Tag 10 oder 12 Stunden im Büro ist, sondern dass man wirklich Systeme aufbaut, wo man dann einfach auch mal es etwas ruhiger angehen lassen kann und trotzdem noch ein gutes Einkommen verzeichnen kann. Trotzdem ist ja bei dir sicherlich in den 20 Jahren auch mal was in die Hose gegangen. Wo hast du denn den Karren mal so richtig gegen die Wand gefahren oder hast gesagt, mein Gott, das brauche ich nicht nochmal? Ja, das war wirklich, also in den ersten Jahren, ich meine, es war 2006, als wir eine Standuhr nach Russland verkauft haben. Das heißt, muss man sich so vorstellen, 2004 sind wir gestartet mit einigen wenigen Verkäufen und dann wurde es immer mehr und man hat gemerkt, oh, das ist ein richtiges Business, das macht Freude. Und dann kam die erste Bestellung einer großen Standuhr, die ist 2 Meter groß, über 100 Kilo schwer aus Russland und es kamen Kreditkartendaten und 6.000 Euro war der Preis. Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist vielleicht komisch, ich weiß ja nicht, ob das jetzt mit rechten Dingen zugeht und habe den Kunden angeschrieben per E-Mail, er möge mir doch bitte eine Kopie seines Reisepasses schicken. Und dann kam die tatsächlich. Da habe ich gedacht, okay, das geht mit rechten Dingen zu, habe die Standuhr versendet und habe die Kreditkartenzahlung gebucht. Und 2 Wochen später kam dann die Meldung von der Bank, es war Betrug und das Geld wird wieder zurückgeholt, das nennt sich Chargeback. Und dann war die Uhr weg und das Geld war weg. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das so weitergeht, dann ist das ja letztendlich der Showstopper. Dann muss man ja irgendwann das Business wieder aufhören, weil man ja eigentlich dann jederzeit betrogen werden kann und das Geld dann weg ist. Und das hat mir viele, viele schlaflose Nächte bereitet und ich konnte es dann lösen, gemeinsam mit unserem Bankberater. Damals gab es dann ein ganz neues Verfahren, den 3D Secure Code. Das bedeutet, dass man bei der Kreditkarte noch ein weiteres Merkmal, damals war es das Passwort, noch mitgeben muss. Und wenn das der Kunde macht, dann ist sichergestellt, dass wir das Geld bekommen. Und wenn es Betrug ist, dann haftet die Bank des Kunden. Das haben wir damals eingeführt, auch als einer der ersten bei den Shops. Und dann war alles geritzt und von da an war jede Zahlung, wenn sie wirklich durch war, dann war auch sichergestellt, dass es kein Betrug war. Und du musstest damals für die Uhr aufkommen, nicht etwa der Hersteller, weil du hast die beim Hersteller gekauft und du verkaufst die. Genau, also der Hersteller kann ja gar nichts dafür. Nee, kann er ja auch nicht. Ja, genau, also der Hersteller, wir kaufen die vom Hersteller, versenden die an den Kunden, dann ist das unser Risiko gewesen und wir hatten damals immer mal, also später dann auch noch kleinere Betrugsfälle, aber als wir dann dieses Verfahren wirklich dann drin hatten, das ging ja auch ein paar Monate, bis wir das umgesetzt hatten, dann war wirklich Ruhe, dann war es eigentlich immer klar, dass das unser Geld dann auch bei uns bleibt. Mhm. Seither keine größeren Verluste mehr? Nee, also nicht durch Zahlungsausfälle. Das ist minimiert, also da passiert nichts. Und ab welcher Größe, ab wann würdest du sagen, Jung, du musst auch auf Amazon gehen? Ja, das kommt ja immer aufs Produkt drauf an. Und geht ja nur bei physischen Produkten, ne? Bei digitalen Produkten geht es ja also nicht. Man kann es nicht pauschal sagen. Also wenn man jetzt ein sehr günstiges Produkt verkaufen möchte, dann bedeutet es ja letztendlich, wenn man das selber verschickt, dass man Tag und Nacht am Verschicken ist oder Mitarbeiter hat, die Tag und Nacht Pakete machen. Da kann es Sinn machen, das dann zu Amazon zu schicken und dort halt letztendlich von da aus den Versand zu machen, weil dann
Zum einen bietet es den Vorteil, dass man dann weiß, was kostet dieser Prozess, was kostet das Paket, und das Paket ist dort sicher günstig, also was die Versandkosten und das Handling angeht, musst du das mit Mitarbeitern erstmal erreichen, dass du so effektiv wirst wie Amazon, weil Mitarbeiter können ja auch mal krank sein oder können langsamer arbeiten oder also es gibt ja viele Möglichkeiten. Das heißt, bei Amazon hast du dann zum einen die Sicherheit, dass der Prozess x Euro kostet, und das andere ist ja, dass du es hoch skalieren kannst. Das heißt, wenn jetzt plötzlich die 3- oder 4-fache Menge mal für 4 Wochen verschickt werden muss, dann ist das möglich bei Amazon. Du müsstest sonst ja Leute einstellen oder am Wochenende arbeiten oder mehrschichtig, um das abzubilden. Also da sehe ich schon die Zukunft, wenn es jetzt darum geht, bestimmte Versandanforderungen abzudecken, dass man es dort dann halt macht mit denen. Wenn ich mich mit deiner Hilfe nebenberuflich selbstständig machen will, wenn ich dich um Hilfe bitte, was hältst du heute für realistisch? Wie lange muss ich Arbeit reinstecken, bis ich einen vernünftigen Gewinn, einen vernünftigen Lohn mir auszahlen kann? Stabil. Kommt jetzt drauf an, ob du es meinst jetzt über einen Online-Shop oder jetzt über Coaching? Generell? Also ich sage jetzt mal beim Online-Shop ist halt so, da habe ich ja letztendlich ein Invest. Also ich brauche auf jeden Fall Vorlauf, bis Shop und Werbung und so weiter greift, bis ich dann erste Verkäufe habe. Da hätte ich jetzt schon gesagt, es geht bestimmt 3 Monate, bis dann wirklich was übrig bleibt, wo du dann auch leicht mal herausziehen kannst. Ja. Beim Coaching sehe ich es schneller, weil du dort eigentlich außer jetzt dem Mentoring und Website und Tools weniger fixe Kosten hast. Wenn du das alles mal am Start hast und du hast ein Coaching zu einem normalen Preis, dann hast du wenig Kosten, die da weggehen. Dann, glaube ich, geht es dort schneller, bis du was übrig hast. Wie viel Geld muss ich mindestens haben, egal womit ich mich selbstständig mache, damit ich das in mein Geschäft investieren kann? Es gibt ganz viele Menschen, die haben wirklich gar nichts. Wie viel müssen die mindestens ansparen, dass man sagen kann, hey, ein bisschen was musst du reinballern? Auch schwierig. Also ich sage, wenn Sie ein Mentoring buchen, brauchen Sie entsprechend die Kosten vom Mentor. Sie brauchen einen Webserver, wenn Sie jetzt einen Online-Shop machen. Bei uns war es so, wir haben mit 2x500 Mark begonnen, wie gesagt, und haben halt sehr viel eigene Zeit hineingesteckt, bis es dann soweit war. Also man kann bestimmt mit einer kleinen Summe auch das Glück haben. Nur ist, was du wissen musst, wenn du dir gar keine Hilfe holst, dann kann es halt wirklich Jahre gehen, bis du dann wirklich gewisse Fehler gemacht hast, gewisse Learnings vollzogen hast und dann auf dem richtigen Weg bist. Und wenn du dir halt professionelle Hilfe holst, dann wird der Weg halt bereitet und dann bist du wesentlich schneller. Also es ist immer die Frage, was du bereit bist. Wenn du sagst, okay, wenn ich ein Jahr lang mich im Kreis drehe, das ist okay für mich, ich möchte es selber herausfinden, dann ist das okay. Aber wenn du sagst, es soll halt schnell gehen und du möchtest Ergebnisse, dann ist es schon besser, wenn du dir Hilfe holst. Man muss halt auch eines verstehen, in dem Moment, wo du Sachen selber lernst, ist das löblich für dich und ist auch sicherlich nicht schlecht, wenn deine Neugierde befriedigt wird. Aber du kümmerst dich in diesem Moment nicht um dein Kernbusiness und wirst in deinem Kernbusiness nicht besser. Außerdem akquirierst du gerade keine Kunden. Punkt. Dann bist du halt in der Lage, WordPress zu programmieren, dann bist du halt in der Lage, andere Dinge zu tun. Aber das ist nicht die Energie, die du jetzt in dein eigenes Business wirklich steckst. Denn das sind, jetzt coache ich dann doch ein bisschen, wenn wir mal eine eigene Prozesslandkarte ansehen, jetzt kommt der alte Prozessfachmann in mir raus, wenn wir eine Prozesslandkarte ansehen, ein vernünftiges Unternehmen hat Prozesslandkarten gemacht ab einer gewissen Größe, dann hast du 3 Arten von Prozessen, die du in deinem Unternehmen hast, ja, Kernprozesse, Hilfsprozesse oder auch unterstützende Prozesse und Managementprozesse. So, diese 3 hast du. Wenn du nicht an deinem Kernprozess am Anfang arbeitest und dich bei unterstützenden, respektive Hilfsprozessen und Managementprozessen leiten lässt, dann verschwendest du Zeit und diese Zeit kostet auch viel Geld und ja, schlicht und ergreifend, das ist einfach so. Mein Lieber, du hast uns was mitgebracht und zwar kostet das gar nicht teuer. Wir machen hier
wir haben zwar dieses Mentoring die ganze Zeit angesprochen, aber wir bewerben das heute nicht. Du hast selber einen Online-Kurs erstellt, wer mit dem Zeug noch nie was am Hut hatte. Also eine Sache wollte ich noch sagen. Für 2 Sachen brauchst du auf jeden Fall Geld für deine Webseite, sprich das monatliche Hosting, für die Domain, für die Webseite erstellen lassen. Bitte lasst sie erstellen mit WordPress, das ist wunderbar. Auf WordPress könnt ihr, ist nicht jeder ein Diplom-Informatiker wie du, Klaus-Stefan, der die ganzen Codes selber schreiben kann. Auf WordPress bekommt ihr auch die ganzen Tools als Plugins, die ihr online braucht. Lasst euch das machen. Und das Zweite, was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein E-Mail-Marketing-Programm, weil ihr da eure Kundenliste aufbauen könnt. Und rechnet mit 50 € im Monat für die Webseite, mit 100 € im Monat für das E-Mail-Marketing-Programm. Die 2 braucht ihr auf jeden Fall. Wenn ihr keine 150 € habt, um das aufzubauen, dann müsst ihr noch einen Schritt zurückgehen, dann müsst ihr einen Schritt vorher anfangen, dann bitte den Klaus-Stefan gar nicht belästigen, das geht nicht. Dann müsst ihr erstmal etwas tun, etwas anbieten, dass ihr diese 150 € im Monat habt. Also ich glaube, das ist schon die Basis, die wir haben müssen, ne? Ohne E-Mail-Marketing-Programm, ohne Webseite kann ich mir gar nicht leisten. Also ich hatte schon diese Anfragen in meinen letzten 6 Jahren von Coaches und da habe ich dann auch sagen müssen, zaubern kann ich nicht. Ne? Du hast uns was mitgebracht und zwar kostet das normalerweise 99 €, aber wir kriegen es für 37 €, einen wunderbaren Online-Kurs, der nennt sich der Digitalcode und diesen Kurs bekommen wir für 97 €. Du bringst einfach bei, was ist ein Zahlungsanbieter, wie funktioniert ein externer Zahlungsanbieter. Das ist einfach die Basis, die man auch mal wissen muss, bevor man mit dir redet. Bitte, Leute, Step by Step, das muss jeder erstmal wissen und verstehen, sonst verschwendet ihr auch Klaus-Stefans Zeit. Ja, was ist Affiliate-Marketing, Empfehlungsmarketing, wie funktioniert das, wie kann man damit Geld verdienen? Wenn ihr jetzt noch keine 150 € monatlich habt, in dem Kurs lernt ihr, wie ihr die verdient, wie man diese ganzen kostenlosen Tools, die ihr vorstellt, nutzen könnt. Und das geht unter panzerknacker-podcast.com/Kuckuck. Übrigens, Kuckuck schreibt man mit 3K und 2C. Ja? Einfach panzerknacker-podcast.com/Kuckuck und da kommt ihr auf den rabattierten Kurs für nur 37 € mit Lifetime-Provision. Habt dann auch als Support den Klaus-Stefan Dufner direkt für euch da. Und der nächste Schritt, wenn ihr das könnt, der nächste Schritt ist, dass ihr euch dann überlegen könnt, wie gehe ich mit Klaus-Stefan in das Mentoring, wie kann ich einen wirklich erfahrenen, gestandenen deutschen mittelgroßen Unternehmer mit nutzen, mit seinem Fachwissen, um mich auf die nächste Stufe zu bringen. War das soweit richtig? Auf jeden Fall, genau. Also für 37 € der Digitalcode und dort ist es wirklich so, also den Kurs, das sind ja einmalige Kosten. Mit dem Kurs wirst du befähigt, wie du mit Empfehlungsmarketing Geld verdienen kannst, ohne dass du irgendwas investieren musst, außer deine Zeit. Und das finde ich also schon fantastisch, wie du dann ja andere Kurse bewerben kannst oder andere Produkte und ja partizipieren kannst, ortsunabhängig direkt vom Handy aus. Also du hast keine weiteren Investitionen. Sehr gut. Klaus-Stefan, was habe ich dich vergessen zu fragen? Was hast du mich vergessen zu fragen? Also normalerweise, wir reden ja auch zum privat. Schluss. Wir sind gemeinsam in einem Business-Netzwerk drin. Wir haben jetzt auch, wenn wir wirklich jetzt anfangen zu reden, dann sind wir in 3 Stunden nicht fertig. Das ist Erfahrung. Genau. Eine Sache, ein Tipp, den ich für die Zuhörer habe. Komme schnell in die Umsetzung. Weil, wenn du jetzt denkst, okay, das ist was für mich, ich möchte den Digitalcode machen, ich möchte mich darauf einlassen, ich möchte erst das Geld verdienen, ohne dass ich was investieren muss, oder ich möchte ein Online-Business aufbauen. Wenn das einfach jetzt so ist für dich und dein Herz sagt, ja, das möchte ich, dann komme schnell in die Umsetzung, weil je länger du wartest, desto mehr geht diese Euphorie verloren und je mehr bist du wieder in dem Alten drin. Also wenn du jetzt denkst, du möchtest wirklich was ändern, dann geh die Schritte nacheinander und warte einfach jetzt nicht wochenlang zu, weil es wird ja nicht besser. Ich kann da nur sagen, das Beste ist immer, wenn du Entscheidungen für dich triffst und
das natürlich selber macht, selbstbestimmt. Und in dem Moment, wo du beispielsweise dir einen Einkommensstrom erschaffst durch ein Affiliate-Marketing, hast du Freude und es macht Lust auf mehr, du hast was gelernt und dann kann wirklich Großes draus entstehen. Also wirklich schnell in die Umsetzung kommen, nicht zu lange warten. Ganz wertvolle Learnings heute. Nimm keine billigen Produkte, nimm teure Produkte, da hast du eine höhere Marge drauf. Geh, wenn wir es wieder können, wenn sie wieder stattfinden, auf Messen mit offenen Augen und finde einfach mal heraus, mit wem kann ich zusammenarbeiten. Da stehen Händler und denen kannst du ein Angebot machen. Darf ich dein Produkt bewerben? Ich zahle dir den normalen Preis oder du gibst mir es rabattiert, wie auch immer. Mach mit den Menschen Deals und anschließend lerne im Digitalcode unter panzerknacker-podcast.com/Kuckuck, wie funktioniert Affiliate Marketing. Das kannst du dann auch, das ist für die digitale Nummer. Du kannst es aber auch offline umsetzen. Das ist das, was Klaus Stephan gemacht hat. Und wenn du dann soweit bist, dann nimm Kontakt mit ihm auf und frage ihn, ob er eine Möglichkeit sieht, dich auch auf die nächste Stufe zu bringen. Ich danke dir, dass du da warst. Wir haben jetzt schon fast wieder eine Dreiviertelstunde rum, nur 3 Fragen gestellt. So schnell geht das. Morgen ist der 4. Advent. Deine Hauptarbeitszeit, bei euch flacht jetzt das Geschäft schon wieder ab, ne? Hast du gesagt? Ja, also jetzt sage ich mal, was Weihnachten angeht, ist natürlich vielen jetzt klar, in 3 Tagen oder so, das kommt schon noch an. Wir geben also Vollgas und machen das Möglichste. Das heißt, wir geben auch kostenlose Upgrades auf Express-Shipments, dass es ja noch ankommt, wenn wir sehen, es ist knapp. Also wir machen da alles, dass es noch rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum dann liegt. Alle Webseiten von Klaus Stephan auch im panzerknacker-podcast.com. In den Shownotes findet ihr auch die Webseiten. Geht euch mal die wunderbaren Kuckucksuhren anschauen. Schaut euch die Pyramiden an, die Räuchermännchen. Ich habe ein Räuchermännchen dieses Jahr von Klaus Stephan übrigens bekommen. Einen Jäger. Recht herzlichen Dank dafür. Der brennt jeden Abend. Ich stehe nämlich wirklich auf das Zeug. Es ist halt so. Und ansonsten recht herzlichen Dank, dass du, obwohl du in deiner Hauptarbeitszeit, in deiner in deiner Hauptsaison bist, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, dass wir jetzt noch den Podcast aufzeichnen können, raushauen können. Und ansonsten bleib in der verrückten Zeit bitte gesund und uns gewogen. Sehr gerne, lieber Markus. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Alles klar. Dem Podcast. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut.